Schau dir in diesem Video an, wie du die Verfügbarkeit deiner Projektmitarbeiter prüfen kannst, um festzustellen, ob bestimmte Spezialisten zu einem Tag, wo etwas gerade besonders wichtig wäre, Zeit haben, um sich dort noch einzubringen, also über das Projekt hinaus, in dem sie ohnehin schon eingeplant sind. Schauen wir uns an, wie das geht. In meinem Beispielprojekt, natürlich erstellt mit meiner Designvorlage, super schick, habe ich ein paar Leute zugewiesen, um das Ganze mal durchzuspielen. Also es gibt bestimmte Vorgänge, es sind bestimmte Leute dran und jetzt will ich wissen, ob der eine oder andere von denen noch an einem bestimmten Tag Zeit hat, um einen bestimmten anderen Job noch zu übernehmen. Wie geht das? Ich würde die Ansicht Gantt, in der wir uns im Moment befinden, verlassen. Dazu gehe ich auf Registerkarte Ansicht und ich bräuchte die Ansicht Ressource Einsatz. Wenn ich da draufklicke, kommt diese Ansicht. Da sehe ich jetzt gerade im Moment gar nichts, aber ich sehe, welche Leute an welchen Vorgängen beteiligt sind, mit wie vielen Stunden Einsatz. So, jetzt würde ich die Stunden gerne hier genau aufgeteilt sehen, auf einer Zeitachse. Dazu klicke ich in die Tabelle rein und hole mir erstmal das ganze Projekt rein. Dazu klicke ich oben auf Registerkarte Ansicht. Und da kann ich rechts auf gesamtes Projekt gehen. So, hier sehe ich das komplette Projekt, also in Zeiteinheiten und die Stunden, wo eine bestimmte Person an einem bestimmten Vorgang, der unterwegs ist. So, jetzt will ich das aber etwas genauer sehen. Ich glaube, die 28 Stunden, das ist vielleicht eine Woche oder so. Ich hätte das aber gerne auf Tage genau gesehen. Dazu kann ich oben die Zeitachse verändern. Wenn ich hier oben doppelklicke, kann ich da Einstellungen vornehmen und die Zeitachse so anpassen, wie ich das gerade brauche. Es gibt hier oben bei den Achsen zwei Stück, und zwar eine mittlere und eine untere. Es gibt beispielsweise keine obere. Also die hier ober ist rein technisch hier die mittlere. Also wir bewegen uns in mittlerer und unterer Leiste. Ich gehe mal auf die untere Leiste. Da hätte ich gerne keine Wochen gesehen, sondern Tage. Und zwar in Einserschritten, also jeweils ein Tag. Also untere Leiste ist Tag und hier eine 1. Mittlere Leiste wäre dann möglicherweise, das nicht, sondern möglicherweise eine Woche und auch eine. Also nochmal, untere Leiste ist Tag und 1, mittlere ist Woche und 1. Haben wir das okay? Und ich sehe Tage genau, wann welche Person jetzt Zeit hat, beziehungsweise wie viel Arbeit er hat. Also hier bei Müller zum Beispiel sieht man hier 2 Stunden 40, 3 Stunden 20 pro Tag. Das ist gleichmäßig aufgeteilt, entsprechend der Gesamtstunden, die für den Vorgang aufzuwenden sind. So, und das sind jetzt Tageseinheiten und oberhalb stehen die Wochen. Wenn ich mit der Bildlaufleiste unten mal vorsichtig hinherrolle, sehe ich die jeweils andere Woche. Also das ist diese relativ genaue Ansicht, die ich dann genau für den Fall bräuchte, wenn ich einen Spezialist an einem bestimmten Tag, hier zum Beispiel donnerstags, noch einsetzen will. Jetzt will ich wissen, hat der überhaupt noch Zeit? Denn hier steht er mit 3 Stunden drin, aber wenn ich genauer gucke, das ist ja die Arbeit. Ich hätte aber gerne quasi die Gegenrechnung zu 8 Stunden, die Verfügbarkeit, also 3 Stunden bis zu 8 Stunden. Diese Zeitdifferenz hätte ich gerne. Die kann ich hier einblenden lassen, relativ einfach. Und zwar kann ich hier vorne rechte Maustaste anklicken und könnte dann sagen, ich hätte gerne noch die Restverfügbarkeit. So, jetzt wird die sogenannte verbleibende Verfügbarkeit eingeblendet, für den jeweiligen Vorgang auch zu sehen. Und dann sieht man hier oben die Arbeitsstunden. Wir waren eben bei diesen, da waren wir 3 Stunden 20. Und eine Restverfügbarkeit ist jetzt noch von 4,78, 4,79. Also man kann sagen, grundsätzlich hat er noch Zeit. Wenn ich das mit der Bildlaufleiste wieder rüberrolle, sehe ich das für die folgende Woche auch. Entsprechend hier die Arbeit, da die Verfügbarkeit und das für jeden Tag. Ist doch genial, oder? So, und jetzt sehe ich also grundsätzlich, ob die Leute da noch Zeit haben. Wie ging das jetzt nochmal? Also wir haben da oben die Zeitachse angepasst. Doppelklick. Der Doppelklick geht einfach. So, und dann konnte man das Fenster hier bearbeiten. Also die untere Leiste haben wir von Tage auf Tage gestellt und hier eine 1. Mittlere haben wir auf Wochen und 1 gestellt. Und dann hat man eben hier oben das entsprechend tageweise gesehen und man sieht folglich auch die Stunden hier tageweise. Und das Ganze ist die Ansicht Ressource Einsatz. Wo gab es das nochmal? Also ich klicke mal hier links auf die Gantt-Ansicht zurück. Das wäre ja die Standardansicht in MS Project und wir waren oben bei Registerkarte Ansicht, Ressource Einsatz und da kommen wir bei der Ansicht raus. So, und wenn ich hier die Verfügbarkeit sehen will, normalerweise sehe ich hier immer die Arbeit, kann ich rechte Maustaste mir was aussuchen, was ich da sehen will. Ich mache die Verfügbarkeit nochmal weg. So, das wäre der Normalzustand, was man gerade sieht. Rechte Maustaste, Restverfügbarkeit und dann sehe ich
ob die Leute noch Zeit haben an dem jeweiligen Tag. Das ist doch ganz einfach, oder? Muss man halt wissen. Ja, bei MS Project ein bisschen schwierig, innerhalb der ganzen Ansichten hier rumzuklicken und gerade zu wissen, welche Ansicht hier was gut ist. Die haben da ja eine ganze Menge Ansichten, aber ist manchmal recht wild dahin zu klicken und die Ansicht musste ja noch angepasst werden mit der Zeitachse. Für dich jetzt kein Problem, weil du hast ja in diesem Video gesehen, wie es geht. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video.